Herzlich willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Hallo. Wir nehmen uns heute die Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus vor, die von 2015, die doch einiges an Wellen geschlagen hat. Ja, das kann man wohl sagen. Unsere Quelle dafür sind Auszüge direkt aus dem Text selbst. Genau, wir bleiben nah am Original und wir wollen zusammen verstehen, was steckt da theologisch eigentlich dahinter. Hinter diesem dringenden Appell, sich um die Erde zu kümmern, um unser gemeinsames Haus, wie er sagt. Und dann natürlich die Frage, ganz konkret für Sie als Zuhörer, was heißt das jetzt für engagierte Christen, für die Gemeinden, für die Kirche insgesamt, was sind die Konsequenzen? Ja? Franziskus fängt ja an mit dem Sonnengesang, also Laudato Si, mi Signore, gelobt seist du mein Herr. Aber dann kommt sofort der harte Schnitt. Stimmt. Er sagt, diese Schwester Mutter Erde schreit auf, wegen des Schadens, den wir ihr antun. Und den wollen wir mal nachgehen, warum diese Sorge so tief im Glauben verankert sein soll. Absolut. Und der Startpunkt ist ja schon fundamental anders, als wir oft denken. Wie meinen Sie das? Naja, die Welt ist für Franziskus eben kein neutraler Raum. Oder schlimmer noch, etwas, das uns einfach so gehört, über das wir verfügen können. Sondern? Sondern ein Geschenk. Das betont er immer wieder. Ein Geschenk aus der Liebe Gottes des Vaters. Und dieses Bild vom gemeinsamen Haus oder der Schwester Erde, das meint ja genau das. Wir sind ein Teil davon. Wir wohnen mit ihr zusammen. Wir sind nicht die externen Besitzer oder Verwalter, die von außen draufschauen. Okay, das ist schon mal eine andere Perspektive. Tief in der Tradition verwurzelt, sagen Sie, aber vielleicht vergessen. Ja, oft vergessen oder, sagen wir, in den Hintergrund gedrängt durch ein anderes Denken. Das ist ja dann ein starkes Gegenbild zu dieser Vorstellung, wir sind die Krone der Schöpfung und können quasi machen, was wir wollen. Wenn die Welt ein Geschenk ist, ändert das ja unsere Rolle komplett, oder? Ganz genau. Da setzt die Enzyklika ja an. Sie erinnert uns ja auch an die Genesis, an die Schöpfungserzählung. Wir sind selbst Erde, heißt es da, aus Ackerboden gemacht. Stimmt, das steht ja so drin. Und der Auftrag ist eben nicht, macht euch die Erde untertan, im Sinne von rücksichtsloser Herrschaft, sondern bebauen und behüten, wie einen Garten, also eher Gärtner als Herrscher. Genau. Und Franziskus kritisiert das ja scharf, was er einen fehlgeleiteten Anthropozentrismus nennt. Also diese Haltung, wo der Mensch sich quasi an Gottes Stelle setzt. Und meint, er hätte die absolute Verfügungsgewalt über alles andere. Richtig. Stattdessen betont er, jedes Geschöpf, wirklich jedes, hat einen Eigenwert in Gottes Augen. Es ist nicht nur für uns da. Und unsere Rolle ist dann die des, verantwortlichen Verwalters, der die Dinge achtet. Des verantwortlichen Verwalters, der die inneren Gesetze, die Rhythmen der Natur respektiert. Nicht der des Tyrannen, der alles nach seinem Willen formt. Verantwortung statt Herrschaft, das ist ein wichtiger Wechsel. Und diese Verantwortung, die geht ja dann tiefer als nur, Artenschutz hier und Müllvermeidung da. Ein Gedanke, der immer wieder kommt, ist ja diese Verbundenheit. Ja, das ist vielleicht wirklich einer der Kernpunkte überhaupt, diese ganzheitliche Ökologie. Was meint das genau? Franziskus ist zutiefst überzeugt, in der Welt hängt alles mit allem zusammen, untrennbar. Die Umweltkrise ist für ihn deshalb nie nur eine rein ökologische Frage. Sondern immer auch. Immer auch eine soziale Frage, eine Frage der Gerechtigkeit, eine Frage unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Ja, sogar unseres inneren Friedens. Also wenn die Natur leidet, leiden auch die Menschen. Und umgekehrt. Ganz genau. Die menschliche Umwelt und die natürliche Umwelt, die verschlechtern sich gemeinsam, sagt er. Und deshalb ist dieser berühmte Satz so wichtig, der Schrei der Erde ist zugleich der Schrei der Armen. Weil die Ärmsten oft am stärksten unter Umweltzerstörung leiden. Ja, sie sind meist die ersten Opfer. Von Klimawandel, von Umweltverschmutzung, vom Verlust ihrer Lebensgrundlagen. Das heißt ja dann im Umkehrschluss, wenn wir die Natur ausbeuten, wenn wir sie verschmutzen, dann schaden wir nicht nur Pflanzen und Tieren. Nein, wir verletzen damit auch menschliche Würde, wir verletzen soziale Gerechtigkeit. Das klingt ja fast so, als würde die Enzyklika Umweltzerstörung als moralisches Versagen sehen, vielleicht sogar als Sünde. Ganz klar. Der Text spricht explizit von Sünde gegen die Schöpfung. Das ist eine starke Ansage. Und was bedeutet das, Sünde in diesem Kontext? Wenn wir diese harmonischen Beziehungen zerbrechen, die Beziehung zu Gott,
die Beziehung zu unseren Mitmenschen und eben auch die Beziehung zur Erde selbst, dann ist das Sünde. Also ein Bruch im Beziehungsgeflecht. Genau, die Gewalt, die im menschlichen Herzen ist, sagt Franziskus, die zeigt sich dann draußen. In den Krankheitssymptomen des Bodens, des Wassers, der Luft. Und konkrete Beispiele nennt er ja auch. Ja, Ausbeutung, diese Wegwerfkultur, die ja nicht nur Dinge, sondern oft auch Menschen wie Müll behandelt. Der Klimawandel, der Verlust der Artenvielfalt, das sind für ihn klare Vergehen. Gegen Gottes Schöpfung und damit gegen Gott selbst. Und gegen uns. Puh, das ist schon eine ernste Diagnose. Gibt es denn da auch einen Weg raus? Eine Art frohe Botschaft, was die Schöpfung angeht? Ja, die gibt es. Unbedingt. Franziskus spricht ja auch vom Evangelium der Schöpfung. Das Evangelium der Schöpfung. Ja, die Welt selbst, die Schöpfung, ist für ihn nicht stumm. Sie ist nicht einfach nur Materie. Sie verkündet Gott, seine Herrlichkeit, seine Liebe. Jedes Geschöpf trägt eine Botschaft von Gott in sich. Also die Natur als Buch Gottes, sozusagen. So könnte man es sagen. Und er erinnert ja auch daran, wie Jesus gelebt hat. In tiefer Harmonie mit der Natur, wie er uns eingeladen hat, Gottes liebevolle Sorge für jedes Detail zu sehen. Die Lilien auf dem Feld, die Vögel am Himmel. Stinkt, diese Beispiele kennt man ja. Und ganz wichtig, durch die Menschwerdung, dadurch, dass Gott Mensch wurde in Jesus, hat sich Christus ja selbst mit unserer materiellen Welt verbunden. Unauflöslich. Die Schöpfung ist also nicht Gott fern, sie ist von seiner Gegenwart durchdrungen. Okay, wenn das so ist, was folgt daraus jetzt ganz praktisch? Für uns, für Sie als Hörerinnen und Hörer. Reicht es da, den Müll zu trennen oder steckt da mehr dahinter? Es fordert schon mehr. Franziskus spricht von einer tiefgreifenden ökologischen Umkehr. Umkehr? Das klingt nach was Großem. Ja, das ist mehr als nur ein paar nette Gesten am Rand. Es ist eine wirkliche innere Neuausrichtung. Es fängt an mit der Anerkennung, okay, wir tragen Mitverantwortung. Wir machen Fehler, wir begehen Sünden gegen die Schöpfung. Also eine Art Schuldeingeständnis. Ja, aber nicht nur. Diese Umkehr ist dann etwas Persönliches, wie lebe ich, aber eben auch etwas Gemeinschaftliches. In unseren Gemeinden, in unseren kirchlichen Strukturen. Und wie sieht die konkret aus, diese Umkehr? Sie drückt sich aus in Dankbarkeit für das Geschenk, das die Schöpfung ist. Im Bewusstsein, ich bin verbunden mit allem. Und dann auch im Mut zum Verzicht, zur Genügsamkeit. Also weg von diesem Zwang, immer mehr haben zu müssen, hin zu einem weniger ist mehr. Ganz genau darum geht es. Einen neuen Lebensstil einüben. Einen, der eben nicht auf ständige Anhäufung setzt, sondern auf das gute Leben für alle. Und da sind kleine, alltägliche Handlungen eben doch wichtig. Warum? Weil sie eine erzieherische Kraft haben. Sie verändern uns. Deshalb ist auch Bildung so zentral. Ein neues ökologisches Bewusstsein schaffen. In Familien, in Schulen, in den Gemeinden. Neue Gewohnheiten einüben. Aber es ist nicht nur Handeln, oder? Sie sprachen vorhin auch die Spiritualität an. Richtig. Die christliche Spiritualität darf eben nicht weltflüchtig sein, sagt Franziskus. Sie ist nicht von der Natur getrennt. Im Gegenteil. Sondern? Sakramente zum Beispiel, ganz besonders die Eucharistie. Oder auch die Sonntagsruhe. Das Gebet in und mit der Natur. Das sind für ihn alles Wege, um unsere Wunden und die Wunden der Erde zu heilen. Und die Beziehung zu Gott neu zu vertiefen. Und das Ganze hat dann aber auch eine, politische Dimension, nehme ich an. Unbedingt. Das ist ganz wichtig. Die Sorge um die Umwelt ist für Franziskus keine reine Privatsache, sie ist zutiefst politisch. Inwiefern? Sie muss verbunden sein mit der Liebe zu den Mitmenschen, gerade zu den Armen, mit dem Engagement für Gerechtigkeit, für das Gemeinwohl. Sich für eine bessere Umweltpolitik einzusetzen, das ist für ihn ein Akt der Nächstenliebe. Also auch politisches Engagement ist gefragt. Ja, er ruft ja ganz eindringlich zum Dialog auf. Auf allen Ebenen, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, die Religionen, alle müssen an einen Tisch, um gemeinsam Lösungen zu finden. Okay, dann fassen wir vielleicht mal zusammen. Laudato Si zeigt uns also, diese Sorge für unser gemeinsames Haus, für die Erde, das ist keine nette Zusatzaufgabe für Christen, kein Hobby für Öko-Freaks. Nein, es gehört ins absolute Zentrum unseres Glaubens und unseres Handelns. Und die Begründung liegt tief in der Theologie. Die Schöpfung ist Gottes Geschenk, alles hängt mit allem zusammen. Und wir haben eine Verantwortung. Für die Erde, füreinander
Und ganz besonders für die Schwächsten und Verletzlichsten. Genau das ist die Kernbotschaft. Und vielleicht als Gedanke zum Mitnehmen für Sie zu Hause. Die Enzyklika spricht ja von einer universalen Gemeinschaft, die alle Geschöpfe einschließt. Wenn wir das jetzt mal ernst nehmen würden, wenn wir wirklich glauben, dass wir durch Gottes Liebe verbunden sind mit Bruder Sonne, Schwester Wasser, mit jedem Käfer, jedem Grashalm. Ja. Wie würde das Ihren Blick auf die Welt ganz konkret verändern, Ihren Platz darin? Und welche eine Geste der Versöhnung mit der Schöpfung, vielleicht eine kleine, vielleicht eine größere, könnten Sie oder Ihre Gemeinde als nächstes ganz bewusst setzen?